Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und es geht heute abermals um das Thema Zielfernrohre bzw. LPWOs im Airsoft-Bereich. Und keine Sorge, ich habe auch 3 neue Kniften da, nächste Woche dann. So, heute machen wir ein sehr einsteigerfreundliches Video, beziehungsweise wirklich ein Video, was sich nur an Einsteiger richtet und dementsprechend für die meisten Zuschauer auf meinem Kanal vermutlich etwas uninteressant. Dieses Thema sollte man aber dennoch mal ansprechen. Und zwar geht es darum, wie montiere ich denn auf meiner Airsoft ein Zielfernrohr oder ein LPWO? Gibt es irgendwas zu beachten? Wie sieht es mit dem Augenabstand aus? Austrittspupille? Kann ich das einfach drauf schustern und fertig? So einfach ist es leider nicht, denn es gibt einiges, was man hier einmal beachten sollte. Und diese paar Punkte möchte ich heute ganz kurz mit euch einmal durchsprechen. So, hauen wir noch ein Intro raus und los geht's. Dann beginnen wir dieses Video zunächst einmal mit einer Grundinformation, was jedem Neueinsteiger oder Anfänger bewusst sein muss letztendlich. Und das ist zunächst mal der eine Punkt, es ist eine Airsoft. Vergesst das niemals. Ihr werdet mit einer Airsoft niemals auf, sage ich mal, 60, 70 Meter plus irgendwie auf Scheiben schießen können. Das funktioniert nicht. Ja, ihr trefft die Scheibe, aber das ist zum größten Teil Zufall. Genauso, wenn man jetzt zum Beispiel ein Federdruck-Scharfschützengewehr spielt oder sowas, auch mit 3 Joule, auch mit 0,48 Gramm BBs, ihr werdet auf 100 Meter das Ziel nicht immer treffen. Bedeutet, hier gehört einfach sehr viel Glück dazu. Wenn da ein kleines bisschen Windstoß kommt oder irgendwas von den Bedingungen nicht passt, euer Hop, ihr habt immer eine gewisse Schwankung bei einer Airsoft und die wird natürlich, je höher die Distanz ist, desto größer wird die. Also wie gesagt, nicht immer verwirren lassen, wenn ihr euch manche Gameplay-Videos von manchen Leuten anschaut, die schießen dann mit maximaler Zoom-Kamera, schießen sie dann und ihr meint, das sind 100 Meter, vergesst, die meisten Treffer sind immer so zwischen 50 und 60 Meter letztendlich. Alles, was dann weitergeht mit 70, 80 Meter, ja, ihr könnt mit einer Airsoft diese Reichweite erreichen. Aber wo die Kugel letztendlich runterkommt vom Hop-Up, gehört ein bisschen Glück dazu. Es gibt ein paar Punkte, wie man das beeinflussen kann. Und da ist der allererste Punkt zunächst einmal, was ihr immer beachten müsst bei einer Airsoft, das ist das Hop-Up. Und das Hop-Up bzw. der Hop-Up-Effekt oder der Magnus-Effekt kommt immer im oberen Bereich der Kugel. Bedeutet, eure BB möchte immer, wenn ihr den Hop richtig eingestellt habt, möchte immer gerade nach oben letztendlich ziehen. So, dementsprechend kommt es aber natürlich auch sehr stark darauf an, wie ist die Waffe zum Zeitpunkt des Schusses letztendlich ausgerichtet. Bedeutet niemals, jetzt muss ich leider die Waffe ein kleines bisschen Richtung Kamera halten, aber sonst kann man es nicht erkennen, niemals eine Airsoft so halten. Niemals so halten. Ihr müsst also schauen, dass wenn ihr den Schuss abgebt, dass das Ding komplett kerzengerade einmal ist. Dreht ihr oder rotiert ihr die Waffe einmal im Winkel oder im Radius, dann ziehen euch die BBs auch entsprechend einmal weg. Dreht ihr sie einmal nach links rüber, ziehen die Kugeln einmal nach links oben weg, dreht ihr sie nach rechts rüber, ziehen die BBs nach rechts weg. Wenn man ein bisschen geübt ist, kann man dementsprechend auch ein kleines bisschen auf den Wind eingehen. Bedeutet, wenn ihr zum Beispiel einen Seitenwind habt, von links kommend und ihr merkt, oh, die BBs ziehen vielleicht auf 50 Meter, vielleicht 2 Meter nach rechts oder sowas, dann könnt ihr auch die Waffe kleines bisschen neigen und letztendlich den Hop-Effekt ein bisschen gegen den Wind stellen. Das geht ein bisschen, kann man es ein bisschen ausgleichen. Wie gesagt, kann man damit spielen. Aber wichtig für den Einstieg, immer wichtig, haltet das Ding so gerade wie möglich. Ansonsten werden eure Kugeln niemals einen sauberen Hop und einen geraden Hop aufbauen. Auch der nächste Punkt. Habt ihr hinten gesehen, zum Beispiel bei der BR10, habe ich seitlich so eine 45 Grad Montage und ein kleines Leuchtpunktvisier nebendran. Sowas ist auch in Ordnung, kann man machen, könnt ihr aber letztendlich wirklich effektiv nur auf 20, 25 Meter nutzen. Denn natürlich, 45 Grad, um den Rotpunkt nutzen zu können, müsst ihr das Ding komplett im 45 Grad Winkel drehen. Und natürlich, euer Hop-Up reagiert dann je nach Hop-Up-Einstellung, je nach Kugeln, ab 30 Meter oder ab 40 Meter, je nachdem wann der Hop greift, fliegen die Kugeln komplett weg. Also das immer beachten im Airsoft-Bereich, immer am besten so gerade wie möglich einmal schießen. Und dementsprechend muss aber natürlich auch, wenn ihr ein Zielfernrohr verwendet
oder eine besondere Optik mit einem Fadenkreuz oder whatever, muss das Ganze natürlich auch exakt im Winkel zur Waffe ausgerichtet sein. Bedeutet, auch wenn ihr die Waffe dann gerade haltet und euer Zielfernrohr ist minimal ein kleines bisschen verdreht, dann orientiert ihr euch letztendlich immer am Absehen. Also ihr seid immer der Meinung, wenn ihr durchschaut und einen Horizont betrachtet, meint ihr immer, ja, das Ding ist gerade. Ja, wenn das Ding aber ein kleines bisschen verdreht ist, dann ist es eben nicht gerade und ihr verdreht die Waffe automatisch. Auch dann werdet ihr niemals irgendwas treffen mit einer Airsoft. Dementsprechend schauen wir uns heute einfach mal ganz kurz an, wie montiere ich denn so ein Zielfernrohr und wie richte ich das gerade zu meiner Waffe einmal aus. Dann lasst uns zunächst mal drüber sprechen, wie oder mit welcher Befestigung bzw. mit welcher Montagevorrichtung befestigt ihr euer Zielfernrohr oder euer LPVO auf eurer Knifte. So, im Luftgewehrbereich kennt ihr vielleicht 11 mm Dovetail, im Airsoft-Bereich hat man im Regelfall eine 21 mm Picatinny-Schiene oder auch Pic-Rail genannt. Ihr seht jetzt hier, das DSR-1 hat zwar nicht 100% Picatinny, die Positionen sind ein kleines bisschen weiter auseinander, macht aber keinen großen Unterschied, je nachdem, welche Montagevorrichtung ihr verwendet. Bedeutet, wollt ihr jetzt hier ganz normale Montageringe verwenden, ist das Ganze natürlich kein Problem, denn ihr könnt die Montageringe mit jeweils einer Position, bedeutet, ihr habt hier eine Schraube quasi drin mit einem Durchgang und ihr könnt das Zeug draufpacken, je nachdem, wo ihr das Ganze möchtet. Habt ihr allerdings eine Montage mit mehreren Positionen, wie zum Beispiel diese hier, könnt ihr sehen, dass hier zwei Befestigungsschrauben dran sind, eine hier hinten, eine hier vorne. Und dann könnt ihr bei solchen Picatinny-Schienen leider Probleme bekommen, denn diese Montagevorrichtungen sind dafür ausgelegt, eine richtige Picatinny-Schiene zu haben. Bedeutet mit jeder einzelnen Position. Hier weicht das DSR-1 leider ein kleines bisschen ab, ist aber eine Ausnahme. Ich möchte es euch dennoch ganz kurz zeigen. Nehmen wir an, wir wollen diese hier montieren. Und wenn ihr euch jetzt einfach mal diese Abstände anschaut und die Schrauben, wartet mal, wenn ich es so herhebe, dann könnt ihr es vielleicht ganz gut erkennen, wenn das Licht passt, dass ich bekomme eine Schraube, bekomme ich hier sauber arretiert und quasi in diese Nut rein, aber die vordere Schraube würde dann quasi direkt oben drauf sitzen und dementsprechend ist auf dieser Picatinny-Schiene diese Montage nicht ohne Modifikation einmal möglich. Dementsprechend, wenn ihr dann mal meine anschaut, die modifizierte Montagevorrichtung fürs DSR-1, da seht ihr, dass ich quasi die vordere Schraube ganz normal dran gelassen habe und die hintere Schraube habe ich bis zur Hälfte mit dem Dremel reduziert, damit das Ganze hier einfach auf der DSR-1 letztendlich zu montieren geht. Also hier ein kleines bisschen aufpassen, wenn ihr keine Standard-Picatinny-Schiene oder keine Standard-Picatinny-Montageschiene einmal zur Verfügung habt. Dann kann es gegebenenfalls sein, dass ihr hier ein kleines bisschen modifizieren müsst, je nachdem, wie ihr es montieren möchtet. Bei der Montage selbst ist dann zunächst mal darauf zu achten, welchen Mittelrohrdurchmesser habt ihr. Bedeutet, vom Mittelrohr spricht man letztendlich immer von diesem Bereich hier bei einem Zielfernrohr, zum Beispiel hier oder hier. Und beim LPVO habt ihr normalerweise hinten natürlich euer Okular ist ein bisschen fetter und dann habt ihr euer ganz normales Mittelrohr bzw. euer Rohr selbst oder eure Tube. Die sind meistens so um die 25 bis 30 mm und auch hier beim Zielfernrohr haben wir im Regelfall 25 oder 30 mm Durchmesser am Mittelrohr. Es gibt ein paar kleine wenige Ausnahmen an Zielfernrohren, gerade wie das letzte Mal schon angesprochen, Schmidt und Bender, aber hier bewegen wir uns in einem Preissegment, sowas packt man sich definitiv nicht auf eine Airsoft. Also erstmal kontrollieren, wenn ihr eine Montage benötigt, welchen Mittelrohrdurchmesser hat euer Zielfernrohr oder euer LPVO, was benötigt ihr hier? Im Regelfall habt ihr aber hier bei diesen Montagevorrichtungen auch nochmal so Adapterplatten mit eingearbeitet, bedeutet diese Montage wäre zum Beispiel für 25 mm, aber auch ohne diese Kunststoffeinsätze auch für 30 mm Mittelrohr einmal geeignet. Also könnt ihr beide Durchmesser einmal reinpacken. Das müsst ihr halt dann je nachdem in der Shop-Beschreibung immer gucken, was da angegeben ist. Passt nur für eine Größe, müsst ihr aufpassen. Ist es zu beiden kompatibel, dann könnt ihr es auf jeden Fall verwenden. So, was ebenfalls sehr wichtig ist und auf jeden Fall beachtet werden muss, das ist die Höhe der Montage und auch die Höhe der Montageringe. Das möchte ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Nehmen wir mal an, bei diesem Vector Optics Everest waren im Lieferumfang 2 Montageringe bereits enthalten. So, und hier haben wir aber einen Objektivdurchmesser von 50 mm, also ein sehr, sehr großes Glas letztendlich.
Wenn wir jetzt also hergehen würden und wir haben hier eine komplett gerade, durchgängige Rail oder Schiene letztendlich, bedeutet ohne Versatz drin. Jetzt gehen wir einfach mal her und packen uns jetzt einfach mal spontan diese Ringe da drauf. Nehmen wir an, wir wollen das Ding ganz normal out of the box einmal montieren, klemmen uns die Ringe da drauf. So, setzen einmal unser Glas oben sauber und vorsichtig einmal rein. Und was fällt uns sofort auf? Richtig, die Montageringe sind hierfür zu niedrig. Bedeutet, euer Objektiv, seht ihr das vielleicht, liegt hier vorne an der Picatinny-Schiene auf. Wenn ihr das jetzt natürlich noch quetscht, dann drückt es genau da vorne auf die Pick-Rail drauf. Bedeutet, die Ringe müssten für dieses Gewehr, müssten diese nochmal locker, sage ich mal, um 6 bis 7 mm höher sein. Bedeutet, man braucht sehr hohe Montageringe. Und hier möchte ich euch ebenfalls einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Geht bei so einer Montage allgemein, auch bei Rotpunktvisieren, geht nie zu tief. Also lieber sitzt eure Visierlinie etwas höher wie zu niedrig. Denn gerade wenn ihr mit Funk spielt, wenn ihr einen Plattenträger noch anhabt, wenn ihr einen Helm aufhabt, ihr werdet euch relativ schwer tun, das Gewehr sauber anzulegen. Denn ihr müsst einfach mit der Wange sehr weit runter, damit ihr einfach die Visierlinie trefft. Und es ist einfach deutlich angenehmer, wenn dann die Optik, euer Zielfernrohr, einfach ein bisschen höher sitzt. Beim Rotpunkt zum Beispiel so circa ab der Picatinny-Kante zum Mittelpunkt so circa 40 mm ist genau gut geeignet oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Also zu flach ist immer schlecht, würde ich definitiv nicht empfehlen. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir nehmen diese Montageringe hier, die können wir hier ganz normal festschrauben. Dann können wir quasi ganz normal unser Glas reinlegen. So, und dann ballert man das Ganze hier rüber fest. Aber auch hier gibt es einiges zu beachten. So, diese Montageringe werde ich natürlich nicht verwenden, denn wie gerade schon angesprochen, die sind hier auf dieser DSR-1 nicht wirklich zu gebrauchen, denn sie sind einfach zu klein bzw. zu flach. Wenn ihr jetzt solche Montageringe hernehmen würdet, zum Beispiel auf einem L96, auf einem VSR oder sowas, wenn ihr euch diese Gewehre mal anschaut, diese Federdruckgewehre, da sitzt die Picatinny-Schiene oder die Montageschiene auf dem Receiver bzw. auf dem Verschlussgehäuse und da ist die einfach ein kleines bisschen höher. Bedeutet, ihr habt dann das Rohr, das sitzt weiter unten und letztendlich der Schaft fällt auch nach hinten ab. Da wären solche Montageringe von der Höhe wiederum geeignet, denn euch liegt einfach das Glas vorne nirgendwo auf. So, jetzt gehen wir einfach mal her und wir nehmen zum Beispiel diese Montage, denn die habe ich mir extra zurecht bearbeitet, damit das Ganze auf die DSR-1 einmal drauf passt. Jetzt habe ich hier natürlich ein kleines Problem, das ist normalerweise eine G28 Montage, bedeutet für einen Mittelrohrdurchmesser ausgelegt von 34 mm. Jetzt habe ich hier natürlich 30 mm. Bedeutet, ich habe mir jetzt einfach hier kurzerhand aus dem 3D-Drucker solche kleinen Adapter gedruckt, von 34 mm auf 30 mm. So, und die lege ich mir jetzt letztendlich einfach hier oben einmal rein, quasi so, und setze dann einfach mal mein Glas ebenfalls einmal vorsichtig hier oben rein, relativ mittig von den Türmen her, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, einfach nur mal reinsetzen und ebenfalls dann oben die Adapter drauf, einmal hier und einmal hier. So, und dann werden wir ebenfalls die obere Abdeckung bereits einmal draufsetzen. So, und jetzt aufpassen, ich werde jetzt diese obere Abdeckung, werde ich jetzt hier noch nicht festschrauben. Bedeutet, ich setze jetzt nur mal die Schrauben an und drehe die einfach mal ganz leicht ins Gewinde rein. Also nur, dass es nicht wegfallen kann, ihr seht, ist aber noch komplett einmal lose. Wir können es noch ein kleines bisschen fester machen, aber das Glas sollte weiterhin zum Bewegen gehen. Also dann einmal ganz leicht ein bisschen anziehen. So, ich sehe bloß leider gerade nichts, da müsste ich jetzt aufstehen. Ah, hier sind wir daheim. So, einfach mal ein kleines bisschen und wenn ihr die Schrauben runterdreht, schaut, dass ihr auf beiden Seiten gleich seid vom Abstand her. So, ihr seht aber, es ist nicht fest, es wackelt immer noch hier oben problemlos drauf rum. So, und im hinteren Bereich machen wir das ebenfalls. So, die Schrauben leicht angezogen, bzw. nicht angezogen. Ihr seht, die sind wirklich nur im Gewinde drin. Absolut kein Zug, keine Spannung drauf, denn wir können unser Glas weiterhin einmal drehen und ebenfalls etwas nach hinten und etwas nach vorne schieben. So, und jetzt geht es darum, wir müssen einmal zu unserem Glas den Augenabstand einmal einstellen. Bedeutet, der Abstand zwischen Okular hinten bzw. Dioptrienausgleich letztendlich zu eurem Auge. Und es wird bei hochwertigen oder bei vielen Optiken wird es in den Shops teilweise angegeben.
zum Beispiel 92 bis 95 mm, bedeutet, das Auge sollte in diesem Bereich zum Okular einen Abstand haben, damit ihr einfach von der Austrittspupille einfach, damit sauber ist. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Bei vielen Airsoft-Optiken im sehr günstigen Bereich wird der Augenabstand nicht angegeben. Bedeutet, ihr müsst diesen selbstständig für euch einmal herausfinden. Das möchte ich euch jetzt kurz ansprechen, wie ihr das herausfinden könnt. Wenn ihr jetzt eine Optik oder ein Zielfernrohr habt mit Vergrößerung, haben natürlich die meisten logischerweise auch ein LPVO, dreht ihr zunächst einmal das Zielfernrohr auf die maximale Vergrößerung. In dem Fall wären das jetzt von mir aus 18-fach, bei einem LPVO von mir aus 5-fach oder 6-fach. Also maximale Vergrößerung einmal einstellen und dann dann nehmt ihr die Waffe in die Hand und legt euch einfach mal auf die Wange sauber ab. Also als würdet ihr einfach mit dem Ding schießen wollen, dass ihr angenehm einfach in der Wange drin liegt. So, und dann nehmt ihr letztendlich euer Zielfernrohr her und schaut mit dem Auge einmal durch und verändert einmal den Abstand zum Auge. Und hier müsst ihr den Punkt finden, wenn der Abstand zu gering oder zu groß ist, dann bekommt ihr sehr, sehr schnell Schatten ins Absehen rein. Bedeutet, sobald ihr eine ganz kleine Bewegung einmal macht, wird das Ding sofort schwarz und ihr seht gar nichts mehr. Geht ihr dann oder habt ihr einen guten oder einen sauber eingestellten Augenabstand, habt ihr einfach hier das maximale Spiel von der Austrittspupille letztendlich. Bedeutet zum Beispiel, ich zeige es euch mal ganz kurz, ich demonstriere es euch mal ganz kurz. Nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mal unser Zielfernrohr, nehmen die Montage nochmal ab und setzen es zum Beispiel mal hier vorne hin. Jetzt schaue ich hier hinten durch und jetzt hätte ich hier einen Augenabstand von mir aus von 120 mm oder sowas, also viel zu weit weg. Wenn ich jetzt durchschaue, dann ist zunächst einmal das ganze Absehen an sich und ist Okular hinten letztendlich an den Rändern deutlich dunkler. Bedeutet, ich habe weniger Sichtfeld. Gehe ich jetzt aber mit dem Zielfernrohr zum Beispiel eine Position wieder weiter hinter auf der Picatinny-Schiene, wartet mal, das sind wir hier daheim, dann wird quasi das Sichtfeld wieder größer, bedeutet die schwarzen Ränder an der Seite, die verschwinden dann. Und dann bewegt ihr einfach immer euer Auge ganz leicht links, rechts und schaut einfach, in welcher Position oder mit welchem Abstand habe ich das maximale Spiel mit meinem Auge, bevor das Absehen oder das Sichtfeld abdunkelt. Und dann habt ihr für euer Zielfernrohr oder für euer LPVO den perfekten Augenabstand einmal eingestellt. Wie gesagt, hier könnt ihr auf der Picatinny-Schiene einen Zentimeter hin und her so die Grobeinstellung und das wirklich das Feine auf einen Millimeter genau könnt ihr dann eben hier oben nochmal machen, dass ihr sagt, okay, ich gehe einfach hier nochmal mit dem Zielfernrohr vielleicht nochmal 2-3 Millimeterchen zurück, schau nochmal durch, guck, ob es passt, passt nicht und so könnt ihr quasi den Augenabstand perfekt einmal einstellen. Beachtet aber natürlich, dass ihr immer mit der Wange an der möglichst gleichen Position einmal an der Waffe ansetzen solltet. Bedeutet, es bringt natürlich jetzt nichts, den Augenabstand hier sauber einzustellen. Und wenn ihr dann später auf dem Spielfeld seid ihr mit der Wange weiter vorne, weiter hinten, habt vielleicht noch den Plattenträger mit dran, der auch noch mal ein bisschen aufbaut und dementsprechend die Waffe weiter wegkommt vom Körper. Also das immer ein kleines bisschen beachten. Am besten, wenn ihr eine schwere Gear tragt mit Plattenträger und einfach hier im Schulterbereich viel Material habt, dass die Waffe einfach weiter wegkommt vom Körper, dann eben am besten mal kurz reinschlupfen in das Zeug und dann quasi mit Ausrüstung den Augenabstand einmal einstellen. Und wie gesagt, beim Schießen dann immer möglichst genau die Wange da auflegen, wie ihr es einfach eingestellt habt. Auch nochmal ganz kurz zurückzukommen, stellt es wirklich so ein, dass es angenehm ist, bedeutet, es bringt euch jetzt auch nichts hier, ihr haltet das Ding so daheim hin, denkt euch, das passt wunderbar und dann merkt ihr aber auf dem Spielfeld, ihr müsst immer die Waffe weiter hinziehen oder ihr müsst mit dem Kopf näher, ihr müsst weiter hin, dann stellt den Augenabstand lieber nochmal nach, beziehungsweise den Abstand vom Zielfernrohr zu eurem Auge. Als nächstes lasst uns einmal über die Ausrichtung von eurem Zielfernrohr sprechen. Wie ganz am Anfang schon angesprochen, ihr müsst die Airsoft so gerade wie möglich halten und entsprechend muss natürlich auch das ZF oben, euer Absehen, muss exakt zur Waffe ausgerichtet sein. Ist das Ganze ein bisschen verdreht, werden euch definitiv die Kugel nach links oder nach rechts einmal abdrehen. So, und jetzt müsst ihr ebenfalls ein kleines bisschen beachten, denn auch hier kann es natürlich zu Airsoft-Toleranzen einmal kommen. Bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Montagevorrichtung da oben drauf klemmt, heißt es noch lange nicht, dass das wirklich gerade ist und sauber passt.
In diesem Fall, wenn ihr es einfach zu 100% gegenkontrollieren möchtet, weil ihr euch vielleicht nicht sicher seid, empfehle ich euch, besorgt euch so eine kleine Wasserwaage. Das ist einfach so ein ganz billiges Amazon-Ding, bekommt dafür, keine Ahnung, 3 bis 5 Euro hinterhergeschmissen. So, und dann baut ihr zum Beispiel, wie ich jetzt hier, ich habe die Waffe einmal auf dem Tisch aufgebaut, habe hinten von den Zielfernrohren diese schwarzen Boxen als Unterlage verwendet und habe dann zunächst einmal meine Waffe oder die DSR-1 einmal ins Wasser gebracht. Bedeutet, ich habe hier hinten die Wasserwaage einmal sauber auf die Rail draufgelegt und habe dann mit ein bisschen Papier das Ganze auf einer Seite unterlegt, damit wirklich die gesamte Waffe jetzt einmal im Wasser steht. Bedeutet, die Pick-Rail oben ist zu 100% jetzt im Wasser. So, und jetzt kommt es eben darauf an, in welcher Qualität ist denn letztendlich eure Montagevorrichtung. Denn auch hier kann es leider zu Unterschieden kommen im Airsoft-Bereich. Auch die Picatinny-Schienen sind nicht immer bei jedem Airsoft-Hersteller 100% genau gefertigt. Und dementsprechend kann es vorkommen, dass hier zwar alles schön gerade ist, da ihr aber, wenn ihr das Ganze im Winkel quasi hier unten festklemmt, dass ihr hier einen minimalen Versatz drauf bekommt, beziehungsweise dass die ganze Montagerichtung beim Festziehen minimalst ein bisschen verzogen ist. Und da langen eben schon 2-3 Grad einmal aus. So, jetzt passt auf, jetzt setze ich das Ganze hier einfach einmal auf und schraube das Ganze einfach mal über diese 2 Schrauben, klemme ich das Ganze jetzt einfach mal auf die Pick-Rail letztendlich drauf, damit es schon mal fest ist. Und hier, ja, ich habe es im Vorfeld schon mal geprüft, die passt perfekt dazu. Bedeutet auch, wenn ich diese jetzt hier schön festschraube, später natürlich auch einmal ordentlich festziehe, dann nochmal gegenkontrollieren, ist meine Waffe noch einmal im Wasser. Natürlich von oben drauf schauen, Parallaxe, wisst ihr Bescheid. Das passt aber und dann lege ich einfach auf eine große Fläche ebenfalls hier nochmal die Wasserwaage auf und sehe auch hier, dass die Montagevorrichtung genauso wie die Picatinny-Schiene genau im Wasser ist. Bedeutet, auch im montierten Zustand passt das Ganze und ist schon mal gerade. Den Rest könnt ihr dann letztendlich alles oben übers Zielfernrohr ausgleichen. Bedeutet, ihr müsst es jetzt nicht unbedingt so wie ich machen. Ihr könnt auch einfach das Ding draufknallen, festziehen, Zielfernrohr einsetzen und dann letztendlich das Zielfernrohr ins Wasser bringen. Dazu komme ich aber gleich nochmal, warum ich jetzt genau so vorgehe. Denn um jetzt das Zielfernrohr ins Wasser zu bringen oder gerade auszurichten, gibt es ebenfalls ein paar Möglichkeiten oder unterschiedliche Möglichkeiten. Das könnt ihr machen, welche Methode euch am besten gefällt. Methode 1, wir nehmen unser Zielfernrohr her und jedes Zielfernrohr hat im Regelfall im unteren Bereich, hier in der Mitte, eine komplett gerade Fläche. Bedeutet, seht ihr, da ist kein Radius, sondern das ist eine saubere Fläche. So, jetzt nehme ich das Ganze mal her, setze es hier oben ein, schaue, dass meine Spacer sauber drin liegen. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel hergehen, schraubt das Ganze leicht an und dann nehmt ihr irgendwas kerzengerades, zum Beispiel einen Messschieber. Den schiebt ihr hier unten rein und klemmt ihn dann von unten letztendlich gegen diese Fläche. Ihr braucht aber hierfür, wie gesagt, eine Montagevorrichtung, die letztendlich unten flach ist, damit ihr den Messschieber hier sauber ansetzen könnt. So, seht ihr, ich liege unten plan auf und ich liege ebenfalls oben jetzt mit dem Zielfernrohr geradeaus. So, und jetzt komme ich aber nochmal drauf zu sprechen, wie gerade schon angesprochen. Wenn ich diese Methode mache, dann muss natürlich auch die Montagevorrichtung perfekt einmal ausgerichtet sein. Wäre jetzt die Montage schon ein kleines bisschen krumm und ich mache diese Montagemöglichkeit, dann wird ja letztendlich genauso mein Zielfernrohr auch krumm im Winkel. Also passt da nicht. Dementsprechend, wenn ihr eben diese Möglichkeit machen wollt mit einem Messschieber oder mit irgendeiner schönen geraden Kante, dann muss auch die Montagevorrichtung perfekt im Wasser zur Waffe sein und nicht irgendwie ein bisschen schräg drauf sitzen. Nächste Möglichkeit, wenn ihr jetzt so eine Montage nicht habt oder wenn ihr es euch vielleicht noch ein bisschen einfacher weiß ich jetzt nicht, aber was ihr ebenfalls machen könnt, jedes Zielfernrohr hat im Regelfall oben einen Turm, der relativ flach ist. Sollte der Turm bei euch nicht flach sein, könnt ihr auch diese Cap hier da oben drauf, diese Schutzkappen runterschrauben. Darunter ist ja im Regelfall der Turm flach. Bedeutet, ihr habt hier oben eine schöne gerade Fläche. So, und auch hier könnt ihr letztendlich wieder gegenprüfen. Bedeutet, ihr nehmt zuerst mal oder bringt zunächst mal eure Waffe komplett ins Wasser, dass die Waffe zu 100% schön gerade steht. Und dann geht ihr her und setzt die Wasserwaage vorsichtig einmal hier oben auf dem Turm drauf,
Schaut auch hier natürlich kerzengerade von oben drauf, um eben keine Parallaxe zu bekommen, kein Fehlablesen zu bekommen. Und dann könnt ihr letztendlich ebenfalls hier oben überdrehen, das Zielfernrohr ebenfalls ins Wasser bringen. Und dann ist das Ganze perfekt ausgerichtet. Ihr müsst dann nur letztendlich wieder aufpassen, wenn ihr dann später die Abdeckungen wieder festzieht. Dann müsst ihr natürlich auch aufpassen, damit sich das Ganze nicht irgendwie verkantet oder beim Festziehen irgendwie nochmal verdreht. Das können wir uns aber gleich einmal im Detail anschauen. Habt ihr jetzt so eine Wasserwaage nicht, gibt es auch noch eine Möglichkeit, da bin ich aber kein Fan davon, dass ihr quasi erstmal alles montiert, Augenabstand, alles eingestellt. Und dann zieht ihr die Schrauben hier oben nur ganz, ganz leicht ein kleines bisschen an. Jetzt zielt ihr mit dem Zielfernrohr auf irgendwas Gerades, was auf circa 10 Meter entfernt ist. Zum Beispiel irgendwie ein Türrahmen oder irgendwas, was einfach komplett im Lot ist und gerade ist. Und dann richtet ihr letztendlich das Absehen zu dieser Kante oder zu dieser Linie, zum Türrahmen zum Beispiel, einmal aus. Aber wie gesagt, finde ich nicht gut diese Methode, denn auch hier müsst ihr schauen, dass ihr, wenn ihr das ausrichtet, dass ihr natürlich auch die Waffe komplett gerade haltet. Haltet ihr die Waffe krumm und ihr richtet das Ganze zum Lot aus, dann heißt es noch lange, dass das passt und zur Waffe gerade ausgerichtet ist. Also meiner Meinung nach zwei bessere Möglichkeiten, entweder eben mit dem Messschieber hier unten drunter gehen und dann die Kante nehmen oder eben das Ganze über eine kleine Wasserwaage alles komplett sauber ins Wasser stellen. Und dann könnt ihr euch einfach zu 100% sicher sein, dass das sauber ausgerichtet ist. Bedeutet, wenn ihr dann durchschaut und ihr seid krumm mit der horizontalen rüberwärts, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Waffe einfach krumm gehalten wird. Dementsprechend könnt ihr das Ganze nochmal nachjustieren oder eben die Waffe drehen, damit das Absehen komplett im Horizont steht. Okay, so, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, entweder ins Wasser bringen oder halt da unten einmal dagegen klemmen. Das könnt ihr machen, wie ihr Lust und Laune habt. So, und jetzt ziehen wir das Ding mal fest. Bedeutet, wir setzen hier oben einmal wieder unsere Abdeckungen drauf. So, dazu muss ich mich jetzt erstmal hinstellen, denn wie gesagt, natürlich, wenn ihr das Ganze mit einer Wasserwaage macht, ihr müsst einfach komplett gerade von oben drauf schauen. Das habt ihr vielleicht auch in der Ausbildung gelernt, beim Messschieber zum Beispiel Nonius ablesen. Oder wenn ihr nicht wisst, was Parallaxe ist, unbedingt googeln. Parallaxe, also Ablesefehler. So, dementsprechend, ihr seht, das Rohr oder das ZF sitzt jetzt einmal drin. Der Augenabstand passt schon mal und jetzt muss ich das Ganze eben sauber ausrichten. Die Schrauben sind nur ganz leicht angezogen, bedeutet, ich kann immer noch mein Zielfernrohr hier oben ein kleines bisschen drehen und verschieben ebenfalls. So, verschieben möchte ich es nicht mehr, denn wie gesagt, Augenabstand passt. So, dementsprechend kontrolliere ich jetzt einfach nochmal an 2, 3 Positionen. Wie sieht es mit der Waffe aus? Die ist hier immer noch sauber im Wasser. Da nehme ich auch hier vorne mal nochmal die Picatinny. Legen wir es auch sauber drauf. Auch hier noch einmal im Wasser. So, und jetzt lege ich eben die Wasserwaage hier oben auf meinen Turm drauf, denn hier habe ich einfach eine schöne, große, plane Auflagefläche. So, und jetzt sehe ich, okay, ich muss das Ding noch ein kleines bisschen drehen, denn das ist noch nicht im Wasser. Ja, noch ein kleines bisschen, noch ein Millimeterchen. So, perfekt. Jetzt ist das gesamte Zielfernrohr, die Waffe, alles perfekt im Wasser. Bedeutet, ich kann jetzt hergehen und kann anfangen, die Schrauben einmal über Kreuz langsam anzuziehen. Hier müsst ihr, wie vorhin schon angesprochen, ein bisschen darauf achten oder solltet ihr darauf achten, dass die Abstände zwischen den einzelnen Ringen oder zwischen den Elementen auf beiden Seiten möglichst gleich ist. Also so ein gutes Augenmaß sollte jeder haben. Also wenn ihr hier bloß noch einen Millimeter habt und auf der anderen Seite drüben 3 Millimeter, dann ist natürlich krumm und fail. Aber wie gesagt, ihr könnt auch mit dem Messschieber das Ganze ausmessen, mache ich im Regelfall nicht. So, und jetzt gehen wir einfach mal her und ziehen alle Schrauben ganz, ganz minimal auf Zug. Bedeutet, dass alle Schrauben ganz leicht ein bisschen auf Zug sind. So, die liegt auch an. Dann gehen wir da hinten mal her. So, das langt auch schon. Das langt auch schon. Das langt auch. Und das langt auch. So, ich bin immer noch mal gegenkontrollieren. Ich bin immer noch sauber im Wasser. So, dann ziehen wir jetzt hier quasi die vordere bisschen fest, gehen auf die andere Seite über Kreuz und ziehen die nächste ganz leicht ein bisschen fest. Gehen nach hinten, gleiches Spiel. Erst diese hier, leicht auf Zug. Andere Seite rüber, über Kreuz, leicht anziehen. Und auch hier beachten, ihr müsst das Zielfernrohr nicht mit aller Gewalt da festschrauben. Auf keinen Fall gut handfest alle Schrauben zu
und fertig. Ihr werdet es natürlich auch merken, wenn ihr quasi die hier natürlich ein bisschen zuschraubt, dann wird diese wieder ein kleines bisschen loser. Ihr müsst aber dennoch nicht hergehen und damit wie ein Schmied das Ding festknallen. Müsst ihr nicht machen. Ansonsten könnte es vielleicht sogar passieren, dass ihr das Rohr und vielleicht irgendwie innen drin irgendwas beschädigt. Also wie gesagt, übertreibt es nicht beim Anziehen. So, und genau so gehe ich jetzt einfach vor. Auch hier, dann ziehen wir die, bringen wir die wieder ein bisschen auf Spannung, ein bisschen über Kreuz gehen. Andere Seite auch wieder auf Spannung drehen. So, hier haben wir die hier vorhin gemacht. Bedeutet, wir machen jetzt einmal die hier. Geht ganz leicht, hier kleines bisschen Spannung, dann wieder andere Seite über Kreuz, bisschen Spannung. Nochmal kontrollieren, sind immer noch sauber im Wasser. So, und genau so geht er vor. Halt, die haben wir gerade gemacht, bedeutet, wir nehmen jetzt die hier, dann wieder überkreuzt, die hier leicht anziehen. Hier haben wir jetzt vorhin die gemacht, bedeutet, jetzt ist die hier dran. Einmal hier, dann wieder überkreuzt. Andere Seite festziehen. So, und jetzt merkt man schon, jetzt wird es schon brutal fest. Bedeutet, wir können jetzt die hier mal auf Zug bringen. Auf der anderen Seite über Kreuz auch auf Zug bringen. So, die auf Zug und dann ist das Ganze eigentlich schon ausreichend. Bedeutet, alle Schrauben sind es schön auf Zug, spannen ordentlich und das gesamte Zielfernrohr sitzt da oben bombenfest einmal drin und verstellt sich jetzt eben dementsprechend nicht mehr. Also wie gesagt, da jetzt nicht wie ein Schmied da rumdrehen wie mit aller Gewalt, macht es bloß nicht. Auch natürlich, diese ganzen Montagen ist nur Aluminium. Wenn ihr da mal ein bisschen zu stark zuknallt, könnte es auch passieren, je nach Qualität, dass ihr das Gewinde kaputt reißt. Also hier nicht übertreiben. So, und dann ist eben dieses Zielfernrohr auf der DSR1 jetzt einmal montiert. Der Augenabstand passt, bedeutet hier zwischen 92 und 95 mm einmal hinten, je nach Wange natürlich. Der Durchmesser passt vom Rohr her, wie gesagt 30 mm. Es ist sauber im Wasser, es ist sauber ausgerichtet und dementsprechend würde ich mit dem Ding jetzt mal auf den Skistand zum Beispiel gehen oder wenn ihr einen großen Garten habt, natürlich auch im Garten, wenn er vielleicht nicht unbedingt einsehbar ist. Und dann würde ich da einfach mal durchschauen und würde mal gucken, ob das auch alles so meinen Vorstellungen entspricht. Hat aber ehrlich gesagt bis jetzt eigentlich immer funktioniert, egal ob ich es mit einer Wasserwaage gemacht habe oder ob ich das Ganze eben über einen Messschieber einmal austariert habe oder eingestellt habe, quasi über eine schöne gerade Kante letztendlich. Beide Möglichkeiten sind problemlos machbar und funktionieren eigentlich zu 100%. Wie ihr das Ganze macht, ist vollständig euch überlassen. Einen kleinen Tipp noch oder einen kleinen Punkt noch. Wenn ihr euch die Wasserwaage anschaut, wie gesagt, Amazon kriegt hinterhergeworfen. Passt auf, ich hatte auch schon eine Wasserwaage, die war für Picatinny-Schienen ausgelegt. Bedeutet, das sind auch bei Amazon so ganz kleine Wasserwagen, auch für 3 bis 5 Euro. Und die könnt ihr mit einer Schraube auf die Picatinny-Schiene draufklemmen. Kauft die Dinger nicht, die funktionieren hinten und vorne nicht. Bedeutet, wenn ihr die draufschraubt, sobald ihr die auf Spannung bringt, biegen die sich auf der gegenüberliegenden Seite ein bisschen hoch. Bedeutet, dann passt eure Ausrichtung hinten und vorne nicht mehr. Was auch sehr angenehm ist, zum Beispiel auf der, habe ich gar nicht mehr da. Es gibt aber mittlerweile auch schöne Montagen, die haben direkt hinten drin eine Wasserwaage. Kann zum Montieren unheimlich hilfreich sein. Also wenn ihr euch leicht tun wollt und nicht extra eine Wasserwaage kaufen wollt, so eine kleine, wie gesagt, schaut mal Montagevorrichtung mit integrierter Wasserwaage. Ja, erleichtert das Montieren unheimlich. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles angesprochen. Also wir haben die Höhe. Wie gesagt, immer die Höhe beachten, lieber ein bisschen höher wie zu flach. Wir haben den Augenabstand angesprochen, wir haben das Austarieren oder das Ausrichten angesprochen und wir haben einmal Beachten des Mittelrohrdurchmessers angesprochen. Okay Leute, dann sind wir eigentlich für heute durch. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Sind wir durch mit dem relativ kompakten Video zum Thema Zielfernrohre, LPVOs auf einer Airsoft montieren und wie ihr das letztendlich macht. Ich habe euch die Möglichkeiten gezeigt, das ist euch überlassen. Wie gesagt, ihr könnt Wasserwaage nutzen, ihr könnt es da reinklemmen. Wie gesagt, ganz euch überlassen. Sollte ich jetzt noch irgendwelche wichtigen Informationen vielleicht vergessen haben oder irgendwas nicht angesprochen habe oder ihr möchtet einfach irgendwas ergänzen oder habt Fragen, ihr wisst Bescheid, wie immer einfach Kommentarfeld unten nutzen. Gut Leute, hat es euch gefallen? Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.